Gibt es wirklich eine Welt im Innern der Erde oder handelt es sich um einen Mythos, der über Generationen hinweg immer weiter ausgeschmückt wurde? Im dritten und letzten Teil der Reihe werfen wir einen kritischen Blick auf die bekanntesten Geschichten rund um Admiral Byrd, Olaf Jansen und die geheimnisvolle Antarktis. Gemeinsam trennen wir belegbare Fakten von Legenden und gehen der Frage nach, was vom geheimen Tagebuch von Admiral Byrd tatsächlich übrig bleibt. Viel Spaß beim Zuschauen. Beginnen wir mit Admiral Richard Evelyn Byrd. Seine angebliche Entdeckung der inneren Erde soll bis heute von offizieller Seite geheim gehalten werden. Die Geschichte besagt, dass Byrd während seiner Expeditionen in der Arktis auf etwas gestoßen sei, das niemals an die Öffentlichkeit gelangen sollte. Doch woher stammt diese Geschichte eigentlich? Im Dezember 1959 sollte das Magazin Flying Saucers von Ray Palmer ausführlich über Byrds angebliche Entdeckungen berichten. Es soll sich dabei um die erste große Veröffentlichung dieser Geschichte gehandelt haben. Doch bevor die Ausgabe ausgeliefert werden konnte, soll sie verschwunden sein. Angeblich war der Lastwagen mit den Zeitschriften plötzlich leer. Die Druckerei erklärte, die Druckplatten seien so stark beschädigt worden, dass ein Nachdruck nicht möglich gewesen sei. Eine bemerkenswerte Geschichte. Aber was genau sollte in diesem Magazin gestanden haben? Und warum hätte jemand ein solches Heft überhaupt verschwinden lassen wollen? Noch rätselhafter wird es bei Olaf Jansen. Der norwegische Fischer soll Ende des 19. Jahrhunderts in eine unbekannte Welt im Inneren der Erde gelangt sein. Dort habe er angeblich riesenhafte Menschen getroffen, die Sanskrit gesprochen hätten. Doch genau hier beginnt die Geschichte, sich selbst zu widersprechen. Denn die Idee, dass die Bewohner einer verborgenen Welt Sanskrit sprechen, könnte bereits aus der Literatur stammen. Willis George Emerson veröffentlichte 1871 den Roman The Coming Race. Auch dort spielt Sanskrit eine Rolle. Olaf Jansens Reise und die Begegnung mit den friedlichen Riesen könnten deshalb weniger ein authentischer Reisebericht als vielmehr eine literarische Geschichte sein. Interessanterweise wurde The Smoky God, das angebliche Tagebuch Jansens, von David Standish bereits als Roman eingeordnet. Und damit kommen wir zu einem weiteren berühmten Dokument, dem sogenannten Geheimen Tagebuch von Admiral Byrd. Vertreter der Hohlerde-Theorie behaupten, Byrd habe auf einer Expedition den Zugang zur inneren Erde entdeckt. Doch auch dieses Tagebuch ist äußerst umstritten. Der amerikanische Autor Rodney Clough vertritt beispielsweise die Auffassung, dass das Dokument möglicherweise gezielt in Umlauf gebracht wurde. Jason Mason berichtet ebenfalls über eine Veröffentlichung durch die sogenannte International Society for a Complete Earth. Doch wer hat dieses Tagebuch tatsächlich geschrieben? Und stammt es überhaupt von Admiral Byrd? Es gibt Hinweise, die erhebliche Zweifel aufkommen lassen. Ein besonders interessantes Beispiel ist der Vergleich mit dem Film Lost Horizon aus dem Jahr 1937. Im Film geht es um Shangri-La, ein verborgenes Tal, in dem eine hochentwickelte und friedliche Gesellschaft existiert. Dort spricht der Hohe Lama über eine kommende neue Welt und darüber, dass die Menschen eines Tages nach ihren verlorenen Schätzen suchen werden. Auffällig ist, dass diese Aussagen große Ähnlichkeiten mit Passagen aus dem angeblichen
Geheimtagebuch Byrds aufweisen. Wenn ein vermeintlicher Meister der inneren Erde nahezu dieselben Worte verwendet wie eine Figur aus einem Hollywood-Film, der bereits Jahre zuvor erschienen war, dann stellt sich zwangsläufig die Frage, ist dieses Tagebuch tatsächlich ein authentischer Bericht oder handelt es sich um eine spätere Fälschung? Auch das angebliche geheimnisvolle Zeichen, über das Byrd nicht gesprochen haben soll, sorgt für Spekulationen. William Schoch bezeichnete es als eine Art Swastika. Später wurde daraus bei Jan van Helsing die Behauptung, es habe sich dabei selbstverständlich um ein deutsches Zeichen gehandelt. Doch auch hier fehlen belastbare Belege. Eine weitere Geschichte stammt von Rosemary Gilbert. Sie soll auf einer Tupperparty eine Nichte Admiral Byrds kennengelernt haben. Diese habe berichtet, Byrd habe sehr darunter gelitten, über seine Erlebnisse nicht sprechen zu dürfen. Außerdem habe er ein Buch über seine Erfahrungen geschrieben, das von der amerikanischen Regierung beschlagnahmt worden sei. Doch auch diese Geschichte hat einen Haken. Gilbert soll anscheinend oder anschließend vergeblich versucht haben, diese angebliche nicht wiederzufinden. Das klingt ein wenig wie eine amerikanische Schatzsuche-Dokumentation. Die Spannung wird immer wieder weiter aufgebaut, doch am Ende fehlt der entscheidende Beweis. Gehen wir doch zurück ins Jahr 1926. Admiral Byrds erste Nordpol-Expedition fand im Jahre 1926 gemeinsam mit seinem Co-Piloten Floyd Bennett statt. Schon damals soll Byrd von der Idee fasziniert gewesen sein, dass die Erde möglicherweise hohl sein könnte und sich die Zugänge zu einer inneren Welt an den Polen befinden. Im offiziellen Bericht über den Flug erklärt Byrd, wir haben den Nordpol erreicht. Nachdem wir mit dem Sextant den Stand der Sonne bestimmt und zahlreiche Aufnahmen gemacht hatten, flogen wir noch einige Kilometer weiter, drehten einen größeren Kreis und kehrten anschließend zur Basis zurück. Von außergewöhnlichen Ereignissen ist im offiziellen Bericht allerdings keine Rede. Anhänger der Theorie verweisen jedoch auf andere, angeblich authentische Aufzeichnungen. Darin wird beschrieben, dass Bennett Byrd gebeten habe, weiter über ein eisfreies Meer zu fliegen. Währenddessen soll der Kompass verrückt gespielt haben, der Rückenwind stärker geworden sein und die Sonne ungewöhnlich tief gestanden haben. Kurz darauf soll Byrd den Rückflug angeordnet haben. Den Überlieferungen zufolge kamen beide zu der Überzeugung, dass sich das nördliche Eismeer in einen gewaltigen, dunklen Eingang zur inneren Erde erstreckte. Sie beschlossen angeblich, zu einem späteren Zeitpunkt zurückzukehren. Nach diesen Berichten soll 1927 ein weiterer Flug stattgefunden haben, diesmal mit Unterstützung der US-Marine. Dieser Flug wurde jedoch niemals offiziell bestätigt. Das Tagebuch beschreibt eine Reise von rund 2700 Kilometern, auf der Byrd angeblich eine völlig unbekannte Welt entdeckte, mit grünen Wäldern, Bergen, Flüssen, Seen und Seen in einem warmen Klima. Außerdem berichtet das Tagebuch von riesenhaften, hellhäutigen Menschen, die ihn freundlich empfangen hätten. Doch genau an diesem Punkt beginnen die größten Ungereimtheiten. Das weit verbreitete Tagebuch wird häufig auf das Jahr 1947 datiert. Historisch ist jedoch belegt, dass Admiral Byrd zu dieser Zeit die militärische Antarktis-Expedition Operation High Jump leitete. Während die Tagebuchaufzeichnungen ihn am Nordpol verorten, befand er sich nachweislich in der Antarktis, also am anderen Ende der Erde.
Hinzu kommt ein weiterer Widerspruch. Am 5. März 1947 gab Byrd in Santiago de Chile ein Interview über die Antarktis-Expedition. Auch dieses Ereignis ist dokumentiert und passt zeitlich nicht zu den angeblichen Tagebuchaufzeichnungen. Damit stellt sich die interessante Frage: Handelt es sich bei dem berühmten Tagebuch möglicherweise um eine Vermischung verschiedener Ereignisse? Könnten Erlebnisse aus einer früheren Expedition, vielleicht aus den Jahren 1926 oder 1927, später mit den Ereignissen von 1947 verwechselt oder bewusst verändert worden sein? Auffällig ist außerdem, dass in den überlieferten Aufzeichnungen von Menschen berichtet wird, die Englisch mit deutschem Akzent gesprochen und sich selbst Ariani genannt haben sollen. Ebenso ist von unbekannten Flugscheiben mit geheimnisvollen Symbolen die Rede. Gerade diese Details werfen Fragen auf. Der Begriff Ariani erinnert an Begriffe aus der Zeit des Nationalsozialismus und erscheint in einem angeblich deutlich älteren Bericht ungewöhnlich. Kritiker sehen darin einen möglichen Hinweis darauf, dass Teile des Tagebuchs nachträglich ergänzt oder verändert worden sein könnten. Woher diese Informationen stammen, ist bis heute ungeklärt. Immer wieder wird außerdem behauptet, Präsident Calvin Coolidge habe nach der Sichtung von Fotos und Dokumenten gesagt, niemand, absolut niemand wird uns das jemals glauben. Ob dieses Zitat tatsächlich gefallen ist, lässt sich heute jedoch nicht zweifelsfrei belegen. Ebenso existieren zahlreiche Geschichten über versiegelte Dokumente, geheime Projekte und verschwundene Filmaufnahmen. Bis heute konnten diese Behauptungen jedoch nicht unabhängig bestätigt werden. Fest steht lediglich, dass Admiral Byrd zahlreiche Expeditionen in die Polarregionen leitete und zu den bedeutendsten Polarforschern seiner Zeit gehörte. Ob sich hinter diesen Geschichten dennoch ein wahrer Kern verbirgt, bleibt jedem selbst überlassen. Was bleibt also von der Geschichte? Vielleicht eine Mischung aus tatsächlichen Ereignissen, Legenden, Romanen und späteren Ausschmückungen. Admiral Byrd war Freimaurer und nahm an mehreren bedeutenden Expeditionen teil. Auch die Operation High Jump hat tatsächlich stattgefunden. Genau hier wird es interessant, denn möglicherweise wurden reale Ereignisse mit einer fiktiven Geschichte vermischt. Die Vorstellung von einem Paradies im Innern der Erde ist schließlich faszinierend. Eine Welt, in der Lebewesen friedlich miteinander leben, ausreichend Nahrung vorhanden ist und vielleicht sogar längst ausgestorbene Tiere weiter existieren. Eine wunderschöne Vorstellung. Doch gleichzeitig müssen wir uns fragen, warum wir diese ideale Welt ausgerechnet im Inneren der Erde suchen. Denn wenn wir tatsächlich von einer friedlichen Welt träumen, müssten wir vielleicht zuerst unsere eigene Welt verändern. Könnten wir uns eine Welt ohne Krieg, Mord und Gewalt vorstellen? Eine Welt, in der Menschen und Tiere nicht ausgebeutet werden? Vielleicht beginnt die Suche nach einer besseren Welt nicht irgendwo unter der Erdoberfläche, sondern bei uns selbst. Doch zurück zu Admiral Byrd und den fliegenden Untertassen. Raymond Bernard behauptete 1969, dass Piloten seien angewiesen worden, sich als Außerirdische auszugeben, damit niemand auf die Idee komme, nach ihnen im Inneren der Erde zu suchen. Und auch eine andere Episode sorgt bis heute für Spekulationen. Während der Operation High Jump soll Admiral Byrd tatsächlich 3 Stunden lang verschwunden gewesen sein. War das nur eine ganz normale Situation während einer
schwierigen Expedition? Oder steckt mehr dahinter? Genau hier beginnt die Grenze zwischen belegbaren Geschichten oder belegbare Geschichte und Mythos zu verschwimmen. Denn eines ist sicher: Geheimnisse leben davon, dass Informationen fehlen. Und je weniger wir wissen, desto leichter können sich Geschichten entwickeln. Der Freimaurer Mazzini formulierte es sinngemäß so: Wie kann man Informationen vorenthalten, wenn man sie gleichzeitig veröffentlicht? Vielleicht, so die Theorie, werden Wahrheiten bewusst mit erfundenen Geschichten vermischt, so dass niemand mehr erkennen kann, was tatsächlich stimmt und was nicht. Und damit stehen wir vor der entscheidenden Frage: Was ist Wahrheit und was ist Lüge? Auch Buzz Aldrin sorgte im Zusammenhang mit der Antarktis für Schlagzeilen. Im Jahr 2009 besuchte der ehemalige Apollo-Astronaut die Antarktis im Rahmen einer wissenschaftlichen Expedition. Kurz darauf soll er sinngemäß gewarnt haben: Wir sind alle in Gefahr. Die Nachricht soll anscheinend anschließend wieder gelöscht worden sein. Doch was genau Aldrin gesehen oder gemeint haben könnte, bleibt offen. Noch mysteriöser ist die Geschichte um Richard Evelyn Byrd, den Dritten, den Sohn Admiral Byrds. Er wurde 1988 tot in einem verlassenen Lagerhaus in Baltimore aufgefunden. Angeblich sollte er bei einer Veranstaltung der National Geographic Society über seinen Vater sprechen. Zu diesem Vortrag kam es nicht. Auch hier entstanden anschließend zahlreiche Spekulationen. Sollte Byrd Jr. möglicherweise Informationen über seinen Vater und die Operation High Jump veröffentlichen, oder hatte sein Tod überhaupt nichts mit diesen Geschichten zu tun? Dokumentierte Informationen zeichnen jedenfalls ein anderes Bild. Laut englischsprachigen Quellen litt Byrd Jr. an Alzheimer und starb an Unterernährung und Dehydrierung. Und dann gibt es noch die Geschichte von 2 Australierinnen, die vor einigen Jahren versucht haben sollen, die Antarktis auf Skiern zu durchqueren. Angeblich wurden sie von Navy Seals festgenommen, später wieder freigelassen und nach Hause geschickt. Die Expedition durften sie nicht fortsetzen. Eine Erklärung dafür habe es nicht gegeben. Auch diese Geschichte klingt spekulativ und spektakulär. Aber genau deshalb sollten wir besonders vorsichtig sein. Denn eine spannende Geschichte ist noch lange kein Beweis. Gibt es also tatsächlich eine Welt im Inneren der Erde? Ich weiß es nicht. Ich war jedenfalls noch nicht dort. Vielleicht ist genau das die ehrlichste Antwort. Ich glaube allerdings, dass viele Geheimnisse zumindest ein kleines Körnchen Wahrheit enthalten können oder enthalten. So ähnlich wie bei alten Mythen oder den Geschichten der Grimm. Aber zwischen einem Körnchen Wahrheit und einer vollständigen Tatsachenbehauptung liegt ein gewaltiger Unterschied. Und deshalb bleibt die entscheidende Frage: Warum wird um die Arktis und die Antarktis immer wieder so viel Geheimnis gemacht? Was befindet sich dort wirklich? Vielleicht sollen wir die Antwort nicht ausschließlich mit dem Verstand sehen. Vielleicht lohnt es sich manchmal auch, auf das zu hören, was wir fühlen. Denn unabhängig davon, ob es eine innere Erde gibt oder nicht, bleibt eine Idee bestehen, die wir tatsächlich verwirklichen können. Eine friedlichere Welt. Ja, Frieden ist ein großes Wort. Vielleicht sogar ein so großes, dass wir es niemals aus den Augen verlieren sollten. Also machen wir uns auf die Suche, nicht unbedingt nach einer verborgenen Welt unter unseren Füßen,
sondern nach einer besseren Welt hier oben. Viel Glück dabei!